Ja, herzlich willkommen bei ADH Fishing. In diesem Video dreht sich alles um das Thema Hedge-Rollen. Wir sind ja bekannte Hedge-Fans, zum einen, weil wir die Rollen wirklich vom Design her schön finden, aber natürlich auch, weil sie technisch wirklich einwandfrei sind und uns im Süßwasser als auch im Salzwasser bisher niemals im Stich gelassen haben. In diesem Video gehen wir ein bisschen auf die verschiedenen Größen der Hedge-Rollen ein. Es gibt die ja von der 3 Plus bis hin zur 11 Plus und zusätzlich gibt es den Large Arbor und in einigen Klassen die Mid-Arbor-Rolle. Und da wollen wir euch mal erklären, welche Größen fischen wir auf welche Rollen und wann lohnt es sich eben eine Large Arbor-Rolle zu nehmen oder eine Mid-Arbor-Rolle zu nehmen. Ja, fangen wir direkt mal an mit den unterschiedlichen Größen. Die Hedge Iconic Fliegenrolle gibt es von der Größe 3 Plus, das ist die kleinste, bis hin zur 11 Plus. Das heißt, wir haben hier das komplette Spektrum von der feinen Forellenfischerei bis hin zum schweren Gerät in den Tropen oder eben auch für die Lachsfischerei im Zweihandbereich. Wir starten mal mit den kleineren Rollen. Das sind eben, wie gesagt, die 3 Plus, mit der das Ganze startet. Die 3 Plus gibt es nur als Large Arbor, da kommen wir später noch zu. Und die 3 Plus ist quasi unsere Forellenrolle für das kleine Geschirr. Das heißt, da es keine 2 Plus gibt, verwenden wir die 3 Plus bereits ab der Klasse 2, aber eher auf der Klasse 3 bis hin zur Klasse 4. Man kann sich das ganz einfach merken, wenn man einfach sagt, man hat eine Klasse 3 Plus als Rolle. Das heißt, sie ist optimal geeignet für die Route der Klasse 3 bis hin zur nächsten Rollengröße. Wir haben jetzt zum Beispiel die Klasse 4 als nächstes, das ist die Iconic 4 Plus. Das heißt, wir verwenden die 3 auf der Route 3 bis hin zur 4. Die 4 Plus hingegen verwenden wir dann wieder auf Routen der Klasse 4 oder mehr. Deswegen auch 4 Plus bis hin quasi zur nächsten Größe. Die 4 Plus ist sozusagen unsere meistverwendete Rolle hier in Europa bei der Forellenfischerei. Sie passt eben perfekt auf unsere Routen der Klasse 4 und 5 und die verwenden wir nun mal als meistes bei unserer Forellenfischerei. Die 4 Plus endet dann quasi mit der 5 Plus, wie eben gesagt, das heißt Klasse 5 oder höher, deswegen eben 5 Plus. Und die 5 Plus ist die erste Rollengröße, wo wir zusätzlich die Option einer Mid-Arbor-Rolle haben. Also gleiche Klasse, aber höhere Schnurkapazität. Wir halten die beiden Rollen hier mal nebeneinander. Da kann man schon sehr schön sehen, dass das Design auch unterschiedlich ist. Die Durchmesser bzw. die Außendurchmesser sind jedoch gleich. Nur der Kern ist etwas anders. Deswegen haben wir hier auch nochmal diese zusätzliche runde Ausfräsung. Das heißt, die Large Arbor ist die Rolle mit der kleineren Kapazität und dem größeren Kerndurchmesser innen. Und die Mid-Arbor ist eben auch in derselben Klasse, aber etwas mehr Kapazität. Das heißt, wenn man mal ein bisschen mehr Backing haben möchte oder eine Klasse höher fischen will, kann man getrost die Mid-Arbor nehmen. Die 5 Plus zum Beispiel verwenden wir, wie gesagt, auf den Klassen 5 bis 7. Und ich verwende die 5 Plus am liebsten auf einer 6er Route, zum Beispiel an der Küste bei der Meerforellenfischerei. Da ist diese Rolle wirklich optimal aufgehoben. Wenn ich dann aber etwas höher gehe, zum Beispiel bei einer Routenklasse 7, verwende ich am liebsten die 5 Plus im Mid-Arbor-Design. Einfach weil sie etwas mehr Kapazitäten hat. Wenn man leichte 8er Routen fischt, zum Beispiel bei der Hechtfischerei, haben wir sogar schon die 5 Plus Mid-Arbor verwendet, um diese Route mit einer 8er Schnur zu verwenden. Aber die 8er Route ist natürlich am besten aufgehoben auf der 7 Plus. Denn hier geht es wieder darum, Klasse 7 oder höher. Dabei wollen wir aber sagen, dass die 7 Plus schon sehr groß ist. Das heißt, man kann diese Rolle natürlich auf der Klasse 7 fischen. Wir empfehlen das aber eher bei der Raubfischangelei, zum Beispiel im Salzwasser, wenn man wirklich viel Kapazität an Backing braucht. Ansonsten würde ich sagen, die 7 Plus erst ab der Klasse 8. Und da ist auch die 7 Plus eine der meistverwendeten Rollen bei uns für die Hechtfischerei. Denn die 7 Plus hat ausreichend Kapazität an Backing und Fliegenschnur, um eben Schnüre der Klasse 8 bis 9 zu fassen. Ja, das heißt, die 7 Plus eine wunderbare Rolle für die Raubfischangelei zwischen den Klassen 7 bis hin zu 9.
Ab der Klasse 9 wird die 7 Plus dann wieder abgelöst mit der 9 Plus und die 9 Plus ist quasi die Rolle für die Routen der Klassen 9 und höher. Das heißt, sowohl für die Salzwasserfischerei, aber bei der 9 Plus starten wir auch mit dem Zweihandbereich. Das heißt, Zweihandrouten der Klasse 6, 7 oder 8 können super mit einer 9 Plus bestückt werden und dann ist man optimal aufgestellt. Ihr könnt euch das ganz einfach merken, bei der Zweihandfischerei kann man einfach sagen, dass die Rolle immer 2 Klassen höher sein kann als die Route. Das heißt, wenn wir eine Zweihand im Bereich 12 Fuß 6 zum Beispiel haben, der Klasse 7, gehen wir 2 Klassen höher und nehmen dann eben eine Hedge in der Größe 9 Plus. Die größte Rolle der Hedge Iconics ist die 11 Plus, also wirklich schweres Geschirr, GT, Tarpon oder eben für die Lachsfischerei bei Zweihandrouten der Klasse 9 oder höher. Kommen wir noch einmal zurück zu diesem Mitarbor-Design. Wichtig ist nochmal zu sagen, das Mitarbor-Design gibt es erst ab der Klasse 5. In dem unteren Bereich 3 plus 4 plus braucht man eben kein Mitarbor, weil wir nicht so viel Kapazität an Backing brauchen. Das startet also erst ab der Iconic 5 Plus. Da könnt ihr dann wählen zwischen Large Arbor und Mitarbor und das geht eben hoch bis zur 11 Plus. Das heißt, die größte Rolle der Hedge Iconics wäre dann die 11 Plus im Mitarbor-Design. Da habt ihr die maximale Kapazität. Zusätzlich habt ihr natürlich die Option, E-Spulen zu euren Rollen zu kaufen. Das heißt, wenn ihr eine 5 Plus Large Arbor habt, dann aber etwas mehr Kapazität haben wollt, weil ihr zum Beispiel die Klasse 7 fischen wollt, dann könnt ihr auch einfach eine Mitarbor der Klasse 5 Plus kaufen, also eine E-Spule und diese auf eure Rolle raufschrauben, die ihr schon habt. Ich habe das hier einmal gemacht. Wir hatten hier vorher die Large Arbor Spule drauf auf der 5 Plus und jetzt habe ich die einfach mal gewechselt. Man kann das hier auch an den Farben sehen. Jetzt haben wir eine zweifarbige Rolle. Habe ich die Mitarbor Spule quasi auf meiner Hedge drauf und habe somit mehr Kapazität. Das heißt, auch die E-Spulen sind für euch interessant, wenn ihr mehr Kapazität in der gleichen Größe haben wollt. Ja, Thema zweifarbig ist auch ein gutes Stichwort bei Hedge, denn Hedge hat immer wieder tolle Farben im Angebot. Diese Farben sind meist in kleinen Stückzahlen limitiert, aber sind oft ein echter Hingucker, wenn man eine individuelle Rolle haben will. Es gibt natürlich Standardfarben wie zum Beispiel hier Schwarz, Grau oder eben Silber, aber Hedge bringt immer wieder limitierte kleine Stückzahlen an farblichen Rollen auf den Markt. Wir haben hier zum Beispiel noch eine der Dragon's Blood uns gesichert, die das Ganze nochmal optisch schöner macht, aber ich kann schon mal so viel versprechen, es kommen weitere tolle Farben auf euch zu und diese farblichen Rollen könnt ihr natürlich auch mit euren Rollen, die ihr bereits zu Hause habt, kombinieren. Das heißt, ich könnte jetzt aus dieser Dragon's Blood eine Dragon's Blood mit Grau machen, wenn ich eben diese E-Spule auf die Rolle schraube. Kommen wir noch einmal zur kurzen Pflege der Rollen, auch wenn es nicht nötig ist, denn wir haben hier ein komplett abgedichtetes, salzwasserfestes Bremssystem. Wer sich jedoch wundert, warum einer dieser Schlüssel in euren Packages ist, wenn ihr eine Hedge-Rolle bestellt, dieser Schlüssel ist einfach dafür da, dass ihr das Bremssystem nach einem Trip einmal öffnen könnt und reinigen, wenn ihr wollt. Also, kleiner Schlüssel ist ebenfalls dabei, sowie natürlich diese tollen, genähten und gefütterten Neoprentaschen. Also wie gesagt, die Hedge Iconic Fliegenrollen wirklich alles dabei, von der 3 Plus bis zur 11 Plus und sogar als Mitarbor für mehr Kapazität. Zudem natürlich immer wieder tolle individuelle Designs und limitierte Farben. Das gilt übrigens nicht nur für die Rollen, sondern auch für die Zangen bzw. für die Nipper von Hedge. Also, wer gerne farbenfroh ist, schaut gerne immer mal wieder rein, sichert euch eine der limitierten Farben und wir wünschen euch viel Spaß mit den Sachen von Hedge Outdoors. Tight Lines und bis bald.